sodass hier die Anzahl der bereitgestellten Plätze auf 567 Plätze erhöht wurde. Und das ist mehr, als Petersdorf Einwohner hat. Aber es ist bundesweit zu trauriger Berühmtheit gelangt, weil hier in ein kleines Dorf mit 500 Einwohnern 400 Migranten einquartiert werden sollten. Und wir konnten nichts dagegen tun. Wir haben protestiert, wir haben Massen mobilisiert. Die Einwohner sind mit uns gegangen. Wir haben viel Unterstützung erhalten. Aber ich muss dazu sagen, die meiste Unterstützung aus dem Parteienspektrum kam nur von der AfD. Hey Leute, willkommen in der Realität. Was passiert eigentlich mit einem kleinen Ort, wenn auf einmal mehr Asylbewerber dort leben als Einheimische? Was bedeutet das für Schulen, für Sicherheit, für den ganz normalen Alltag auf dem Dorf? Diese Doku zeigt, was keiner zeigen will. 4 Dörfer, 4 Realitäten und überall dieselbe Botschaft. Die Politik hat uns vergessen und jetzt ist das Land dran. Auf geht's! Jetzt wird entschieden, und zwar mit den Mehrheiten, die der Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland. Massenmigration, Terroranschläge, Amokläufe, Islamisierung, importierte Kriminalität. Germany! Bilder aus den großen Städten und Ballungsgebieten, dort, wo sich unkontrollierte Zuwanderung am sichtbarsten zeigt. Doch auch auf dem Land zeigen sich die Auswirkungen der fatalen Migrationspolitik ganz außerhalb des medialen Interesses. Dörfer mit mehr Flüchtlingen als Bewohnern. Wir waren vor Ort in ganz Deutschland, haben dokumentiert, was Medien und Politik verschweigen. ...400 Migranten auf 400 Bewohner. Eckholstedt, das geteilte Dorf in Thüringen. Das darf sich nicht verfestigen, man muss gleich an der Grenze prüfen, wer hat ja was verloren, wer nicht. Und die nichts verloren haben, kommen halt erst gar nicht rein und dann hat man die Probleme gar nicht. Die alte Kaserne am Fuchsbau in Brandenburg. Ein Dorf wird systematisch übernommen und muss sich für die nächste Flüchtlingswelle bereithalten. Sodass hier die Anzahl der bereitgestellten Plätze auf 567 Plätze erhöht wurde. Und das ist mehr, als Petersdorf Einwohner hat. Wenn eine kleine Gemeinde in Mecklenburg-Vorpommern mit aller Kraft Widerstand leistet und zum Aufgeben gezwungen wird. Eigentlich ein kleines Dorf, aber es ist bundesweit zu trauriger Berühmtheit gelangt, weil hier in ein kleines Dorf mit 500 Einwohnern 400 Migranten einquartiert werden sollten. Und das ganze Dorf ist dagegen aufgestanden. Am Ende sind es nur 250 geworden. Aber auch das ist natürlich etwas, was die Menschen hier nicht zufriedenstellt. Marienstein in Bayern. Das Geschäft mit den Flüchtlingsunterkünften ohne Rücksicht auf den Preis, den die Dorfbewohner bezahlen müssen. Jetzt sollen hier noch 150 weitere Asylbewerber reinkommen in diesen Ort. Dann hätten wir einen Anteil von 1:4 von Asylbewerbern zur angestammten Bevölkerung. Keine Infrastruktur, nichts. Da vorne ist die große Lagerhalle, die man da sieht. Da sollen die 150 rein. Insofern eine Katastrophe, weil es ist inhuman, es ist keine Wohninfrastruktur in einem Gewerbegebiet. Unsere Dörfer sterben nicht nur leise aus. Sie werden gezielt umgewandelt. Während junge Deutsche abwandern, wird das Vakuum mit Migranten aus Afrika, Syrien und Afghanistan aufgefüllt. In vielen Gemeinden leben plötzlich mehr Fremde als Einheimische. Die Politik schaut nicht nur dabei zu, sie fördert aktiv den Austausch unserer Bevölkerung. Upal, ein kleines Dorf in Mecklenburg-Vorpommern, ruhig und harmonisch. Umgeben von Feldern und Wiesen, die typische Idylle des Nordosten Deutschlands. Ein Ort wie gemacht für das einfache, stille Leben, bis ganz plötzlich alles anders wurde. Eine Massenunterkunft für mehrere hundert Geflüchtete wurde errichtet und Upal damit zum Symbol eines wachsenden Widerstands gegen die katastrophale Flüchtlingspolitik im Land. Fast 300 Migranten setzte man in das 500-Seelendorf. Dutzende blaue Wohncontainer für Syrer, Afghanen und Nordafrikaner. Die Upaler wehrten sich massiv gegen die drohende Überfremdung.
Die Bilder gingen durch alle Nachrichtenformate. Gegen den Bau einer Flüchtlingsunterkunft in Upal in Mecklenburg-Vorpommern haben erneut... Schauen wir zunächst nach Upal, einem Ort in Mecklenburg-Vorpommern. Demonstrierende Anwohner, Diskussionen, Widerstand gegen die Bevormundung durch die Regierung. Upal wollte keine Flüchtlingshochburg werden. Doch viel gebracht hat das alles letztlich nicht. Die Unterkunft wurde gebaut, der Protest der Bürger ignoriert. Rund 300 Migranten leben nun im Containerdorf. Die Protestschilder entlang der Landstraße mussten entfernt werden, doch beruhigt hat sich der Widerstand nicht. Er wurde nur verboten. Die Schilder lagern jetzt auf einem privaten Grundstück nur ein paar hundert Meter von dem Containerdorf der Flüchtlinge entfernt. Michael Krieger ist einer der Initiatoren der Bürgerinitiative. Abfinden will er sich mit der Situation nicht. Die Schilder werden auch wieder aufgestellt. Das ist jetzt Thema auch jetzt in der nächsten Gemeinderatssitzung, die am 10. April stattfindet. Die Verwaltung hatte den Auftrag erhalten, Plätze zu finden in der gesamten Gemeinde Upal, da gehören ja noch mehr Dörfer zu, wo solche Schilder stehen dürfen, wo rechtlich das geklärt ist und die dann auch so lange stehen bleiben, solange dieses Flüchtlingscontainerdorf hier besteht. Zwar liegt der Ausländeranteil in Mecklenburg-Vorpommern bei nur rund 8%, doch machen hinsichtlich begangener Straftaten nicht-deutsche Verdächtige über 18% aus. Die Sorgen der Upaler, dass die Flüchtlingsunterkunft den Frieden im Dorf stören könnte, sind nicht ganz unberechtigt. Viele hatten eben aus der ganzen Entwicklung dieser Flüchtlingspolitik von 2015 an, und was sich da alles in Deutschland zugetragen hat, ja, ob das Kriminalität ist, ob das mit Autos in die Massen reinfahren oder sonst wie weit. Ja, diese Bedenken waren hier natürlich auch gegeben. Und wir konnten nichts dagegen tun. Wir haben protestiert, wir haben Massen mobilisiert. Die Einwohner sind mit uns gegangen. Wir haben viel Unterstützung erhalten. Aber ich muss dazu sagen, die meiste Unterstützung aus dem Parteienspektrum kam nur von der AfD. Es war keiner von der CDU da, es war keiner von den Linken da, es war keiner von den Grünen da, keiner von der FDP und wie sie alle heißen. Leif Erik Holm ist für die AfD Mecklenburg-Vorpommern im Deutschen Bundestag. Von Anfang an begleitete er den Protest der Upaler Bürgerinitiative. Er zeigte Präsenz, wo sich andere Politiker rar machten, direkt vor Ort. Für viele im Dorf wurde er damit zu einer der wenigen politischen Stimmen, die die Sorgen der Bewohner ernst nahmen. Die Schilder sind jetzt praktisch vom Wall direkt hinter den Wall geholt worden, auf privates Gelände. Und hier werden die jetzt erstmal aufbewahrt, auch wieder wahrscheinlich ein bisschen restauriert und frisch gemacht, um sie dann eines Tages wieder in die Öffentlichkeit zu tragen, denn das Problem ist ja nicht gelöst. Wir sind jetzt im 2. Jahr dieses Problems. Ein Jahr war ja nur versprochen. Wir sind im 2. Jahr, bis Herbst soll es jetzt noch weitergehen hier. Und auch dann wird das Problem ja grundsätzlich nicht gelöst sein, denn dann werden die Migranten gegebenenfalls, wenn denn die neuen Unterbringungen möglich sind, weiterverteilt Richtung Gadebusch und Selmsdorf. In Upal hat sich ein ganzes Dorf gewehrt, friedlich und entschlossen. Plakate wurden verboten, Meinungen unterdrückt und trotzdem, der Widerstand war erfolgreich, auch wenn es nur ein kleiner Sieg war. Es ist der Bund aufgerufen zu reagieren. Wir brauchen endlich eine vernunftorientierte Bundesregierung, die dafür sorgt, dass die Dinge in Bewegung kommen. Und das gibt es nur mit der AfD, es ist völlig klar. Echte Zurückweisung wird es ja auch unter Merz nicht geben. Hat er zwar versprochen, wird nicht kommen. Es geht nicht um Fremdenfeindlichkeit, sondern um Identität, um Heimatgefühl, um das soziale Gefüge einer kleinen Gemeinschaft, die über Generationen verankert ist. Die Angst, im eigenen Dorf fremd zu werden, sitzt viel tiefer, als jede Statistik es je abbilden könnte. Ich weiß, dass das nicht alles über Nacht geht, aber es kann so nicht bleiben. Dies schließt auch eine konsequente Rückführung derer, die ausreisepflichtig sind. Wir haben zurzeit in Deutschland 40.000 vollziehbar ausreisepflichtige Asylbewerber. In unseren Städten und Gemeinden laufen tickende Zeitbomben herum. Vor der Wahl nur leere Worte. Erst am 16. April wurden wieder sogenannte afghanische Ortskräfte nach Deutschland eingeflogen. Unter diesem Titel als Deckmantel werden die dubiosen Aufnahmeprogramme auch unter der Merz-Regierung weiter fortgesetzt. In Afghanistan warten noch mehrere tausend solcher Ortskräfte in den kommenden Monaten auf den Abflug nach Deutschland. Wenn im Bundestag über die wahren Probleme dieses Landes gesprochen wird, ist seine Stimme unüberhörbar.
Stefan Brandner, Rechtsanwalt, direkt gewählter Abgeordneter aus Thüringen und einer der profiliertesten Köpfe der AfD. Klar, laut, unbequem und bei den Altparteien gefürchtet. In seinen Reden spricht er aus, was viele Bürger denken, aber im Parlament sonst nur wenige zu sagen wagen. Am Nachmittag schaltet er sich per Videochat zu. Im Fokus unseres Gesprächs Friedrich Merz, die zugesagte Migrationswende und die Frage, ob die Aufnahmeprogramme nicht einfach gestoppt werden können. Er hat ja alles gebrochen, was er vor der Wahl monatelang versprochen hat. Und er könnte auch jetzt das verhindern. Jetzt wird ja teilweise gesagt, ja, das ist ja die alte Regierung, da haben wir keinen Einfluss drauf. Wir können sofort den Bundestag zusammenrufen, wir können sofort ein Verbot beschließen, dass sowas stattfindet. Das war ursprünglich gesagt wurde, sobald er im Amt ist, Schluss mit illegaler Einwanderung. Also er tut alles Verlogene, um ins Amt zu kommen, und ihnen ist völlig egal, was die Wähler gewählt haben. Herr Brandner, nun kommen weiterhin Tausende jeden Monat und auch in den kommenden Wochen und Monaten werden sehr wahrscheinlich wieder neue Flüchtlinge nach Deutschland gebracht. Die Städte sind längst an ihre Grenzen gestoßen. Migrantendemonstrationen, gewalttätige Ausschreitungen, Kriminalität. Und deshalb werden Flüchtlinge wohl auch zunehmend in ländliche Regionen verteilt, also in kleine Gemeinden und in abgelegene Dörfer. Das sind Orte, in denen die Auswirkungen kaum jemand wahrnimmt, weil sie abseits des medialen Interesses liegen. Doch genau dort wächst ja die Angst und auch die Sorge vor Überfremdung. Und die Menschen haben das Gefühl, dass sich das vertraute Leben für immer verändert. Ja, die Menschen haben ja nicht nur das Gefühl, es ist tatsächlich so. Es wird ja gar nichts geben auf das, was die Menschen vor Ort haben wollen. Es werden dörfliche Strukturen zerstört, es werden uralte Kasernen, die teilweise in einem jämmerlichen Zustand sind, reaktiviert und teilweise überfüllt mit sogenannten Flüchtlingen, mit illegalen Einwanderern. Also die Politik regiert vollkommen an dem vorbei, was die Menschen vor allem auf dem Land wollen. Deutlicher kann man es nicht sagen. Die Probleme der Migrationspolitik machen schon längst keinen Bogen mehr um die Landbevölkerung. In der thüringischen Kleinstadt Apolda im Weimarer Land zeigte sich, wie hilflos der Staat reagiert und wie allein die Bewohner gelassen werden. Der Fall Tarek J. weist auf, die Last unkontrollierter Zuwanderung trägt nicht nur die Großstadt, sie trifft auch die Provinz. Fast 10 Jahre terrorisierte der abgelehnte Asylbewerber die Menschen in der ländlichen Region. Zahlreiche Straftaten, Bedrohungen, Gewalt. Tarek J. aus Marokko konnte nicht abgeschoben werden, weil er keinen Pass hatte? Festnahmen, Haftstrafen, Sanktionen, nichts konnte ihn stoppen. Tarek J. verhöhnte die Behörden in den sozialen Netzwerken und löste fast täglich Polizeieinsätze aus. In einer Region, in der ohnehin nur wenige Polizisten Dienst versehen, geriet die Situation zunehmend außer Kontrolle. Fast ein Jahrzehnt musste vergehen, bis Tarek J. endlich ausgewiesen werden konnte. Doch die Angst ist geblieben. Nur 10 Kilometer von der damaligen Unterkunft des Schreckensmigranten entfernt liegt Eckolstedt, ein kleines thüringisches Dorf mit rund 400 Einwohnern und über 1000-jähriger Geschichte. Schmale Straßen, Fachwerkhäuser, eine kleine Kirche. Die Infrastruktur stark begrenzt, kein Supermarkt, kein Arzt. Der Bus, der die Gemeinden hier verbindet, fährt nur ein paar Mal am Tag. Es ist ruhig und friedlich. In Thüringen wurden laut der letzten Kriminalitätsstatistik insgesamt 150.500 Straftaten verzeichnet. Der Anteil nicht-deutscher Tatverdächtiger lag bei 28%. Besonders hoch ist ihr Anteil bei Diebstahlsdelikten 67%, Vergewaltigungen und sexuellen Übergriffen fast 33%. Dazu muss man wissen, dass der Ausländeranteil an der Gesamtbevölkerung Thüringens bei nur 7,6% liegt. Am anderen Ende des Dorfes beginnt das neue Eckolstedt. In einer ehemaligen Kaserne der Nationalen Volksarmee wurden vor einigen Monaten 400 Migranten untergebracht. Genauso viele Menschen, wie bislang im gesamten Dorf lebten. Ein Ort militärischer Vergangenheit wurde hier zum Zentrum der politischen Konflikte der Gegenwart. Das neue Eckolstedt unterscheidet sich deutlich vom alten. Eine andere Architektur, eine andere Ordnung und vor allem eine völlig andere Dynamik. Manche sagen, man müsse sich eben daran gewöhnen, doch warum eigentlich? Hunderte fremde Menschen aus verschiedensten Kulturkreisen ohne jeglichen Bezug zum Ort, gesetzt in eine Dorfgemeinschaft, die über Generationen entstanden und verankert ist. Genau das droht durch Überfremdung aus der Balance zu geraten und was verloren geht, lässt sich oft nicht zurückholen. Eine Dorfgemeinschaft ist kein leeres Raster, das sich beliebig auffüllen lässt. Die Bürger von Eckolstedt sollen akzeptieren, was über ihre Köpfe hinweg beschlossen wurde, still und ohne Widerspruch. Stefan Brandner ist nach Eckolstedt gekommen, um sich ein eigenes Bild zu machen. Was in diesem Dorf geschieht, ist ihm schon lange bekannt.
Eingebrockt haben das die Altparteien, Angela Merkel, die einfach gesagt haben, Tür und Tor ist offen, kommt zu uns, wir füttern euch alle durch. Und dann kann man den Menschen ja gar keinen Vorwurf machen. Ich würde das wahrscheinlich genauso handhaben. Wenn ich aus ärmlichen Regionen komme, würde ich in ein Land gehen, wo mir also so, was so ein bisschen ähnlich ist wie das Schlaraffenland, sage ich mal, wo mir alles geboten wird. Also den Menschen kann man keinen Vorwurf machen, unseren Altparteienpolitikern schon. Wir fordern, klar, in der Opposition muss man fordern, wir fordern seit 10 Jahren, dass genau das gemacht wird, aber noch lieber würden wir machen. Grenzen dicht, Grenzkontrollen, diejenigen, die nach Artikel 16a des Grundgesetzes aus einem sicheren Drittstaat kommen, und das sind alle Staaten um uns herum, die haben nicht ansatzweise einen Anspruch auf Asyl, die haben erst gar kein Recht einzuwandern. Wir haben das Aufenthaltsgesetz, wer ohne Papiere kommt, wird gleich zurückgeschoben, zurückgewiesen. Das ist eine Straftat, ohne Papiere nach Deutschland einzureisen. Ein ganzes Dorf wird verdoppelt, nicht durch Kinder, nicht durch Familien, sondern durch staatlich verordnete Zuwanderung. Und plötzlich sind die, die immer hier gelebt haben, in der Minderheit. Die Ängste der Landbevölkerung sind nicht aus der Luft gegriffen. Immer wieder kommt es in Asylbewerberunterkünften zu Gewalt, Polizeieinsätzen und teils schweren Straftaten. Messerangriffe, Brandstiftung, Bedrohung und Massenschlägereien. Die Liste der Vorfälle ist lang. Deutschlandweit kommt es mehrfach täglich zu Ausschreitungen und Eskalationen in Flüchtlingsunterkünften. Brandenburg, weite Landschaften und stille Seen. Wir sind in Deutschlands wasserreichster Region. Unweit des bekannten Kurorts Bad Saro liegt Petersdorf. Zwischen Schilf- und Wasservögeln ist die Gemeinde eingebettet in eine typische Brandenburger Idylle. Petersdorf, knapp 400 Einwohner. Eine gepflegte kleine Ortschaft mit ein paar Pensionen und Ferienwohnungen inklusive Seeblick. Außerhalb der Saison ist es hier ruhig. Eigentlich. Ja, in den letzten Jahren hat sich hier einiges getan, und zwar schon im Jahre 2018 wurde ein ehemaliges Gelände der NVA zweckentfremdet zur Unterbringung von Geflüchteten. Und im Jahre 2022 wurde dann hier ein sogenanntes Containerdorf aufgebaut in Erwartung von weiteren Geflüchteten aus der Ukraine, sodass hier die Anzahl der bereitgestellten Plätze auf 567 Plätze erhöht wurde. Und das ist mehr, als Petersdorf Einwohner hat. Laut der aktuellen Kriminalitätsstatistik wurden in Brandenburg insgesamt fast 81.000 Tatverdächtige ermittelt. Davon waren 42% nicht deutscher Herkunft. Berücksichtigt man die Straftaten ohne ausländerrechtliche Verstöße, liegt der Anteil nicht deutscher Tatverdächtiger bei 26%. In Brandenburgs Asylunterkünften wurden durchschnittlich 7 Straftaten pro Tag registriert, wobei einfache und schwere Körperverletzungen die häufigsten Delikte waren. Genau 440 Bewohner leben in Petersdorf. Aktuell sind 220 Flüchtlinge in der ehemaligen NVA-Kaserne am Fuchsbau untergebracht. Das fertige Containerdorf direkt daneben soll weitere 347 Migranten aufnehmen können. Die umgebaute NVA-Kaserne am Fuchsbau, etwa 1 Kilometer von Petersdorf entfernt. 220 Flüchtlinge sollen hier aktuell untergebracht sein. Dahinter das neue Containerdorf, bereit für hunderte weitere Flüchtlinge. Also die Container, die sind vorsorglich aufgestellt worden. Wir haben hier vorher schon Platz gehabt für 330 Migranten. Jetzt durch die 236 zusätzlichen Plätze in den Containern ist die Zahl erhöht worden auf 567. Das wäre wesentlich mehr, als der Ort Einwohner hat. Aber nicht ein einziger wohnt in diesen Containern, die hier für 1,2 Millionen Euro aufgestellt worden sind und natürlich weitere Kosten produzieren, weil die ja auch unterhalten werden müssen. Die Kosten für den nicht genutzten Teil der Flüchtlingsunterkunft könnten sich jährlich auf bis zu 400.000 Euro belaufen. Geld, das die wirtschaftlich schwache Region sinnvoll nutzen könnte. In Petersdorf stellt man sich aktuell nicht mehr die Frage, ob weitere Flüchtlinge kommen, sondern nur wann. Die Botschaft ist eindeutig. Hier sollen bald noch mehr untergebracht werden, ob es das Dorf nun will oder nicht. Was dahinter steht, ist natürlich, dass hier die Leute Angst haben. Und zwar Angst ganz einfach vor kulturfremden Leuten, die
gar nicht so hier in das Dorfbild passen, die vielleicht mit einer ganz anderen Mentalität hier hingekommen sind und dann dementsprechend auch sich unterscheiden. Wenn wir hier jetzt sehen, dass weiterhin jeder, der nach Deutschland kommt und das Wort Asyl sagt, hier behandelt wird, als wäre er tatsächlich ein Asylberechtigter, in einem rechtsstaatlichen Verfahren das zu überprüfen, also das ganze Verfahren durchlaufen zu müssen, da muss man wirklich sagen, ist das der richtige Weg? Solange es nicht möglich ist, dass wir hier an den Außengrenzen der EU eine Überprüfungsmöglichkeit haben, wer tatsächlich asylberechtigt und schutzberechtigt ist, müssen wir unter Umständen auch dann denken, die nationalen Grenzen zu schließen. Und das wäre dann nicht etwas, was auf Brandenburg beschränkt ist, sondern das bundesweit durchgesetzt werden müsste. Eine nagelneue Unterkunft, gebaut für Flüchtlinge, von denen die Hälfte noch gar nicht da ist. Leerstand, auch Staatskosten. Willkommen in Brandenburg, wo Rentner sparen und Familien kämpfen, zahlt eine Gemeinde für eine längst gescheiterte Asylpolitik. Bayern, die Region um den Tegernsee. Postkartenidylle, eine Kulisse wie aus dem Bilderbuch, eingerahmt von immer schneebedeckten Bergen. Hierher kommen sonst nur Touristen auf der Suche nach Ruhe, Tradition und bayerischer Gastfreundschaft. Doch auch dieser wunderschöne Ort bleibt nicht unberührt von den Entwicklungen der bundesweiten Asylpolitik. Zwischen Wohlstand und Weltflucht wächst hier die Sorge, was passiert, wenn auch hier das kippt, was bislang als sicher galt. Man sieht die Landschaft, traumhafte Architektur, Berge, man denkt, die Welt ist noch in Ordnung. Wenn man genauer hinschaut, ist sie nicht mehr in Ordnung. Wir sind in einem kleinen Dorf mit 800 Einwohnern. Also wir haben hier jetzt schon 1/8 der Bevölkerung sind schon Asylbewerber. Das muss man sich mal vorstellen. Und es gibt Bestrebungen, hier noch 150 reinzusetzen. Dann hätten wir schon über das 11-fache. Die Leute kommen hierher, um sich zu erholen, um eben nicht die sozialen Konflikte zu haben, um nicht vielleicht auch sich belästigt zu fühlen. Und deshalb kommt man hier nach Oberbayern. Und der Tourismus wird natürlich darunter leiden, auch die Menschen hier vor Ort leiden. Es ist überhaupt keine Infrastruktur da. Wir sind hier in einem Dorf, hier in Marienstein. Da gibt es einen Kaugummiautomaten und eine Kehrmaschine und einen Bus, der ein paar Mal pro Tag kommt. Und da will man jetzt 200 Leute reinsetzen, die den ganzen Tag irgendwas machen, man weiß es nicht, wahrscheinlich nichts machen können. Das ist der Herd der Probleme. Der Anteil nicht-deutscher Tatverdächtiger liegt bei rund 40%, während ihr Bevölkerungsanteil bei nur 16% liegt. Besonders auffällig war der Anteil nicht-deutscher Verdächtiger bei bestimmten Delikten. Raub und räuberische Erpressung fast 50%, Einbrüche fast 55%, Diebstahlsdelikte fast 50%, Gewaltkriminalität fast 50%, Sexualdelikte rund 34%. Unter rund 33.000 tatverdächtigen Zuwanderern waren fast 9.000 sogar Mehrfachtäter, die 2 oder mehr Straftaten begangen haben. Ein Mitspracherecht hatten die Dorfbewohner nicht. Sie wurden vor vollendete Tatsachen gesetzt. Für Ingo Hahn ist ganz klar, welche Taktik dahinter steckt. Naja, wir haben ja Beispiele. Wir sind hier nicht das einzige kleine Dorf, wo sowas gemacht wird und gemacht werden soll. Übrigens wahrscheinlich eine politische Strategie der CSU. Wir haben hier ja einen Landrat, der von Löwes, der ist CSU und man will ganz explizit in die kleinen Dörfer rein. Warum? Weil natürlich hier nicht so viel Wähler sind. Das heißt, wenn man hier eine große Anzahl an Asylbewerbern reintut, dann werden wahrscheinlich nur relativ wenige Wähler von der CSU verprellt. Das ist wahrscheinlich die Strategie dahinter. Wenn man einfach diese prozentuale Anzahl sich jetzt mal in München vorstellt, dann würde man 400.000 Flüchtlinge jetzt einfach mal nach München reinsetzen. Undenkbar. Soziale Katastrophe. Und natürlich auch würden dann die Leute, sehr viele Wähler aufwachen. Deshalb sagen wir als AfD, das wollen wir nicht. Wir haben übrigens einen Gesetzesentwurf eingebracht in den Bayerischen Landtag, dass die Gemeinden selber entscheiden können, ob sie sowas aufnehmen und dass das Landratsamt nicht einfach über sie hinweggeht und mit irgendwelchen Privatinvestoren, die vielleicht gar nicht in dem Ort wohnen, Verträge macht und da diese Leute in so eine leere Lagerhalle reinschiebt. Das soll nicht sein. Die Gemeinden müssen ein Vetorecht haben. Und das haben wir im Landtag gemacht und sowas sollten wir jetzt auch im Bund als AfD vorantreiben. Wie überall in Deutschland verdienen auch in Bayern gewiefte Unternehmer kräftig an der Migrantenflut. Und wenn es ums große Geld geht, dann zählen die Interessen der Einheimischen nicht. Ein Privatinvestor, der hat hier eine große Lagerhalle, der wohnt hier selber nicht, der muss sich also nicht davor fürchten, dass die Nachbarn sich beschweren. Er macht viel Geld, kriegt das Geld aus dem Bezirk Oberbayern, in diesem Fall von der Bezirksregierung, und will dann 200
Flüchtlinge da rein. Das ist inhuman, das sind keine Wohnhäuser, das heißt, es ist eine ehemalige Lagerhalle, die Probleme sind vorprogrammiert und der private Mann, der kann natürlich das Geld abschöpfen und die Leute hier vor Ort haben keine Möglichkeit, sich gegen solche Investoren dann zu wehren. Und wenn man sich vorstellt, was ja auch ein perfider Druck aufgebaut worden ist, das heißt, der Landrat der von Löwes von der CSU, der hat eine Halle einfach genommen, also eine Werkshalle, Industriehalle, wo keine Menschen wohnen dürfen, hat gesagt, hier werde ich jetzt Flüchtlinge unterbringen. Und wenn ihr das nicht wollt, dann müsst ihr auf der grünen Wiese hier eine Flüchtlingsunterkunft, Wohngebäude für die Flüchtlinge bauen, liebe Gemeinde. Hier entscheidet nicht die Gemeinde, sondern das Geld. Ein Investor kassiert und das Dorf zahlt den Preis. Wieder einmal geht Profit vor Heimat, Geschäft vor Gemeinschaft. Und die Menschen vor Ort bleiben mit den Folgen allein. Deutschland verändert sich, still, schleichend, unumkehrbar. Wer nicht hinschaut, riskiert den sozialen Frieden, unsere Kultur, unsere Heimat. Zeit, dass endlich Politik für die eigenen Bürger gemacht wird. Zeit für eine wirkliche Wende. Was diese Doku zeigt, ist nichts Neues für die Menschen, die davon betroffen sind. Aber es ist neu, dass endlich mal jemand den Mut hat, es auszusprechen. Denn wer glaubt, die Migrationskrise betrifft nur die Großstädte, der sollte sich genau anschauen, was in diesen Dörfern passiert. Kleine Orte, in denen plötzlich viel mehr Asylbewerber wie Einwohner leben, keine Infrastruktur, keine Hilfe, keine Rücksicht, aber jede Menge Probleme, die man vor Ort einfach aushalten soll. Das ist keine Politik mehr. Das ist ein Wegsehen mit Ansage. Und ganz ehrlich, wer da noch von Integration redet, hat nie eine Schule gesehen, in der 80% der Kinder kein Deutsch sprechen, hat nie mit einem Rentner gesprochen, der sich nach Einbruch der Dunkelheit nicht mehr aus dem Haus traut. Hier geht's längst nicht mehr um Flüchtlingshilfe. Hier geht's um das Überleben von ländlichen Strukturen und um den politischen Skandal, dass genau diese Menschen, die unser Land am Laufen halten, am Ende die größten Verlierer dieser Asylpolitik sind. Die AfD hat hier nicht einfach irgendein Video gemacht. Sie zeigt, was passiert, wenn man das Thema auf dem Land nicht mehr unterdrücken kann, wenn der Staat auf Durchzug schaltet und nur noch eine Antwort auf Kritik kennt: Schweigen, abwiegeln, ausgrenzen. Was wir hier gesehen haben, ist nichts weniger als ein Alarmsignal. 4 Dörfer, 4 Beispiele, eine bittere Wahrheit. Die Folgen dieser Asylpolitik sind längst in den letzten Winkel unseres Landes angekommen. Und es sind nicht die Städte, die zuerst kippen. Es ist das Land, das keiner mehr schützt. Aber statt Hilfe zu leisten, statt endlich gegenzusteuern, versteckt sich die Politik weiter hinter leeren Phrasen. Und die Medien, die schweigen lieber, als die Realität zu zeigen. Wenn du willst, dass genau solche Berichte nicht untergehen, dann like das Video, abonniere den Kanal und schreib deine Meinung in die Kommentare. Denn was da draußen passiert, betrifft uns alle, auch wenn es in der Tagesschau nicht angesprochen wird.